Sie dachten, der Olivenölskandal sei vorbei? Falsch gedacht. Während die Preise in deutschen Supermärkten explodieren, mischen die Giganten im Hintergrund weiter Öle zusammen, die eigentlich niemals auf deinem Teller landen dürften. Ich habe die Liste der 13 bekanntesten Marken analysiert. Und was wir heute aufdecken, lässt selbst die alten Tests harmlos aussehen. Wer lügt, wer betrügt, wie erkennt man eigentlich ein echtes Öl? Wann genau sollten die Oliven geerntet werden, um die volle Heilkraft zu behalten? Und was ist der wahre schmutzige Unterschied zwischen Kaltpressung und industrieller Heißpressung? Wie lange dauert es wirklich, bis ein echtes Öl alt wird und für deinen Körper wertlos ist? Wir nehmen die 13 bekanntesten Olivenölmarken, die in den Supermärkten verkauft werden, einzeln unter die Lupe. Von der echten Heilquelle auf Platz 1 bis hin zur schrecklichen Qualität am Anfang der Liste. Wir decken alles auf. Die Analysen in diesem Video basieren auf unabhängigen deutschen Prüfinstituten und echten Nutzererfahrungen. Wenn Sie die Biomarken ganz am Ende sehen, werden Sie verstehen, dass Wirtschaftlichkeit und Gesundheit gleichzeitig möglich sind. Jetzt geht es los. Auf Platz 13? Ja, und gut und günstig. Die namenlosen Riesen des Supermarktes. Wenn Sie Student in Deutschland sind, Ihr Budget verwalten oder einfach sagen, Hauptsache Öl, egal was, dann hat sich Ihr Weg sicher schon mit einer dieser beiden Marken gekreuzt. Doch das wahre Ausmaß des Skandals ist die Ungewissheit der Verbraucher. Unabhängige Labortests belegen es seit Jahren. Diese Öle sind massiv mit Mineralölrückständen belastet. Aber woher kommt dieses Öl? Von den Maschinen, die bei der Ernte verwendet werden, oder von den alten Jutesäcken beim Transport? In einigen Analysen von Stiftung Warentest in den Jahren 2022 und 2024 wurden diese Discounterprodukte, obwohl sie in der Kategorie natives Olivenöl extra liegen, sensorisch als alt und mangelhaft eingestuft und kamen nur mit der Note ausreichend gerade so durch. Das berühmte Kleingedruckte auf der Rückseite: Mischung von Olivenölen aus der Europäischen Union. Das bedeutet, der billigste Tank aus Spanien, die Oliven vom Boden aus Italien und der Industrieüberschuss aus Griechenland trafen sich in einem Hafen, wurden gemischt und abgefüllt. Wenn Sie den Deckel öffnen, ist der erste Geruch, der Ihnen in die Nase steigt, kein frischer Fruchtgeruch, sondern eher erhitztes Öl oder ein leicht staubiger Geruch. Wenn man es probiert, hinterlässt es ein schweres, klebriges Gefühl am Gaumen. Die fruchtige Lebendigkeit, die wir bei einem Qualitätsöl suchen, fehlt hier völlig. Sie spüren kein Brennen im Rachen, da der Polyphenolgehalt, also die heilenden Bestandteile des Olivenöls, während der industriellen Verarbeitung minimiert wurde. Diese Öle sind nicht dafür gedacht, über den Salat gegossen oder mit Brot gegessen zu werden. Wenn Sie große Mengen frittieren oder Ihr Budget in diesem Monat sehr knapp ist, können sie als Überlebenskit verwendet werden. Auf Platz 12 die wohl umstrittenste Marke in ganz Deutschland, Primadonna von Lidl. Dies ist vielleicht die Marke in Deutschland, über die am meisten Videos gedreht und die am häufigsten getestet wurde. In einem Jahr wird sie bei den Tests zum Testsieger, im nächsten Jahr stürzt sie mit der Note mangelhaft völlig ab. In vergangenen Jahren wurde behauptet, dass es in einigen Serien von Primadonna Öle gab, die nicht den Standards für natives Olivenöl extra entsprachen, also fast schon in die Kategorie Lampantöl fielen, das nicht zum Verzehr geeignet ist. Lidl ist im Bereich Sourcing sehr stark. Auf dem Etikett wird meist angegeben, dass die Oliven hauptsächlich aus Spanien oder Italien stammen. Dennoch handelt es sich um ein Blend, also ein Verschnittprodukt. Das Marketing basiert auf dem Image günstig, aber qualitativ hochwertig. In letzter Zeit haben sie die Flaschendesigns etwas dunkler gestaltet, was ein guter Schachzug gegen Lichteinfall ist. Im Vergleich zu Ja oder Gut an günstig hat es ein bisschen mehr Charakter. Man kann eine leichte grüne Note schmecken. Im Rachen kann es ein ganz leichtes, sekundenlanges Kitzeln verursachen. Das ist ein Zeichen dafür, dass Polyphenole auf einem akzeptablen Niveau vorhanden sind. In deutschen Foren wie MyDeals und ähnlichen beginnt sofort eine Diskussion, wenn Primadonna auftaucht. Während die eine Seite sagt, es hat eine gute Note von Ökotest bekommen, deckt euch ein, macht sich die andere Seite lustig.
Die allgemeine Meinung ist jedoch, wenn es im Angebot ist es der vernünftigste Kauf im Supermarkt. Es enttäuscht nicht bei alltäglichen Kochaufgaben wie Nudelsoßen oder Eintöpfen, bietet aber auch kein Gourmet-Erlebnis. Weiter geht es mit Platz 11, dem direkten Gegenspieler zu Lidl, Bellasan von Aldi. Aldi ist Lidls größter Konkurrent beim Olivenöl und verfolgt eine ganz andere Strategie. Aldi, insbesondere Aldi Süd, überrascht seine Konkurrenten bei Qualitätstests immer wieder. Die große Enthüllung. Es wurde behauptet, dass die Olivenöllieferanten von Aldi manchmal große spanische Kooperativen sind, die Kinderarbeit einsetzen oder Umweltstandards nicht einhalten. Aber auf Basis der Produktqualität hat Aldi fast nie einen Skandal erlebt. Sie konzentrieren sich im Stillen darauf, technisch gesehen das sauberste Öl zu produzieren. Die Marke Cantinell ist eher italienisch angehaucht und betont die Selection. Bellasan hingegen ist rein funktional. Die Etiketten von Aldi neigen dazu, transparenter als die der Konkurrenz zu sein. Auf einigen Flaschen befindet sich sogar ein Rückverfolgbarkeitscode, mit dem man theoretisch sehen kann, aus welcher Region die Olive stammt. Es gehört zu den Ölen aus dem Supermarkt mit dem saubersten Abgang. Die Balance zwischen Bitterkeit und Schärfe ist für Supermarktstandards ziemlich konsistent. Man könnte sagen, es ist die heimliche Liebe der Deutschen. Viele Nutzer sagen Folgendes: Ich verfolge die Testmagazine, Aldi ist immer ganz oben. Ich gebe nicht umsonst 2 bis 3 Euro mehr für andere Marken aus. Da der Aldi-Kunde ein Smart Shopper, also ein cleverer Käufer ist, bleibt er diesem Öl treu. Punktzahl 6 von 10. Der Anführer der Discounter-Kategorie. Wenn Sie ein Öl unter 10 Euro kaufen wollen, ist das Regal von Aldi der sicherste Hafen. Kommen wir zu einem Namen, den jeder kennt, aber den viele Experten mittlerweile meiden. Bertolli. Wer die Flasche sieht, denkt an die Sonne der Toskana, an Tradition und italienische Lebensfreude. Doch hinter diesem glänzenden Marketing-Schild verbirgt sich eine Geschichte voller juristischer Kämpfe und enttäuschter Erwartungen. Bertolli ist kein kleines Familienunternehmen mehr, es ist Teil einer globalen Industriemaschine. Die Fakten lügen nicht. Erinnern wir uns an die Millionen Entschädigungen in den USA, weil Verbraucher über die wahre Herkunft in die Irre geführt wurden. Oder an die Tests in Deutschland, bei denen die sensorische Qualität oft nur knapp über dem Minimum lag. Das Problem? Wenn man in solchen gigantischen Mengen produziert, bleibt die Frische oft auf der Strecke. Schau dir das Rücketikett genau an. Dort findest du oft den entscheidenden Satz: Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Das bedeutet, die Oliven könnten überall herkommen, von Tunesien bis Marokko. In Italien wird oft nur noch abgefüllt. Das Ergebnis ist ein Öl, dem die Seele fehlt. Der Geruch erinnert oft eher an ein staubiges Lagerhaus als an frische Früchte. Der Geschmack? Völlig flach. Keine Bitterkeit, kein Brennen im Rachen, ein klares Zeichen für fehlende Polyphenole und Antioxidantien. In Deutschland ist der Name Bertolli kein Qualitätssiegel mehr, sondern ein Warnsignal für bewusste Käufer. Meine Wertung für diesen Markengiganten: 2 von 10 Punkten. Mein Rat? Lass die Flasche im Regal stehen und spar dir das Geld für echte Qualität. Jetzt wird es richtig interessant, denn auf Platz 9 haben wir Rewe Beste Wahl. Niemand hätte gedacht, dass eine Supermarkteigenmarke eines Tages kommen und all die Giganten in die Knie zwingen würde. Aber Rewe hat es geschafft. Die Rewe Beste Wahl-Serie ist ein gehobeneres Segment als die Marke Ja. Im Gegensatz zu den anderen gibt es bei dieser Marke keine Enthüllungen oder Skandale. Im Gegenteil, es gibt eine Erfolgsgeschichte. Testsieger. In den Jahren 2024 und 2025 haben die strengsten Institutionen Deutschlands wie Stiftung Warentest und Ökotest dieses Öl untersucht. Das Ergebnis war schockierend. Dieses günstige Öl ließ bei den Geschmacks- und chemischen Analysetests Gourmetöle im Wert von 20 bis 30 Euro hinter sich und erhielt die Note Gut 1,8. Es hat keine übertriebenen Versprechen. Die Flasche ist einfach, das Etikett bescheiden, doch auf dem Etikett steht klar und deutlich: Nativs Olivenöl extra aus Italien. Es ist keine EU-Mischung wie andere billige Öle, sondern verspricht, direkt italienische Oliven zu verwenden. Und die Tests bestätigen das. Es ist überraschend ausgewogen.
Man kann einen leichten Mandelgeschmack und den Geruch von grünen Tomaten wahrnehmen. Hinten im Rachen ist dieses leicht süße Kratzen oder Brennen vorhanden. Das zeigt, dass das Öl frisch gepresst wurde und seine Polyphenole bewahrt hat. Für ein Supermarktöl ist ein solches Aromaprofil fast wie ein Wunder. In den deutschen Foren gilt es derzeit als Geheimtipp. Nutzerkommentare lauten: Nachdem ich die Testergebnisse gesehen habe, habe ich es probiert und kaufe jetzt kein anderes Öl mehr, oder ein Preis-Leistungsmonster. Da das deutsche Volk den Testberichten sehr vertraut, explodieren die Verkaufszahlen dieses Öls geradezu. Ich hoffe, dass sich dieser Zustand in Zukunft nicht auf die Preise auswirkt. Punktzahl: 8 von 10. Die beste Wahl in Deutschland für den täglichen Gebrauch. Man kann es sowohl in den Salat geben als auch zum Kochen verwenden. Es verdient den Titel Bestes Öl unter 10 Euro bis zum Schluss. Auf Platz 8 landen wir in Italien bei einem echten Familienunternehmen, Monini Classico. Monini ist eine Marke, die stolz darauf ist, ein Familienunternehmen zu sein und einer der Marktführer in Italien ist. In Deutschland ist es die Wahl derer, die Qualität suchen, aber kein Vermögen ausgeben wollen. Monini ist die Marke unter den Industriegiganten, die die Olivenölkultur am meisten verteidigt. In einigen Tests wurde sie kritisiert, da sie bei den Mineralölrückständen an der Grenze lag, aber bei den Geschmackstests, den Sensory-Tests, schafft sie es immer, eine positive Note zu erhalten. Dass immer noch Olivenöltester an der Spitze der Familie stehen, sorgt dafür, dass die Qualitätskontrolle strenger gehandhabt wird. Das Marketing setzt auf Leidenschaft und Tradition. Die Classico-Serie ist in der Regel eine EU-Mischung, was sie offen angeben, aber der Qualitätsstandard der von Monini gewählten Oliven ist deutlich höher als bei Marken wie Ja oder Lidl. Die Flaschen sind in einem dunklen Grün gestaltet, um kein Licht durchzulassen. Das zeigt die Ernsthaftigkeit der Marke, ein Verderben des Öls zu verhindern. Ein Öl mit Charakter. Wenn man daran riecht, nimmt man diesen typisch italienischen Olivenölcharakter wahr. Ein bisschen fruchtig, ein bisschen würzig. Der Geschmack ist etwas scharf, weshalb er für Kinder oder diejenigen, die einen sehr milden Geschmack suchen, schwer wirken könnte. Aber für echte Olivenölliebhaber ist diese Schärfe und Bitterkeit ein Zeichen von Qualität. Der deutsche Verbraucher sieht Monini als sicheren Hafen. Ein Deutscher, der vor dem Ölregal bei Edeka oder Rewe verwirrt ist, greift meist zu Monini und denkt: Das kenne ich, das ist gut. Die Kommentare sind meist positiv. Der Geschmack ist sehr intensiv. Eine kleine Menge reicht völlig aus. Punktzahl: 7 von 10. Eine standardmäßig gute Wahl. Monini steht eine Stufe über den gewöhnlichen Ölen im Supermarkt. Wenn Sie es im Angebot sehen, in Deutschland fällt es oft auf 6,99 Euro. Sollten Sie unbedingt zugreifen. Wir kommen zu Platz 7 und damit zu einem Namen, der in Deutschland fast schon heilig ist: Alnatura. Für viele ist dieses grüne Logo ein Versprechen für absolute Reinheit. Aber die Realität in der Flasche ist komplexer. Alnatura ist ein Gigant und genau das ist das Problem. Auch wenn Bio draufsteht, schützt das nicht automatisch vor den technischen Tücken der Massenproduktion. In der Vergangenheit gab es Berichte über Mineralölrückstände, die selbst vor Biochargen nicht Halt machten. Das zeigt, mechanische Verunreinigungen sind ein Fluch der gesamten Branche. Der Inhalt? Meist eine anonyme Mischung aus EU-Ländern. Es ist also kein Öl aus einem kleinen Garten, sondern ein industriell gefertigtes Bioprodukt. Geschmacklich ist es extrem zahm. Für Experten fast schon langweilig, weil jede Ecke und Kante abgeschliffen wurde, um der breiten Masse zu gefallen. Es brennt nicht, es beißt nicht, es ist einfach nur da. Perfekt für Leute, die Olivenöl nur als Fettquelle nutzen, aber nichts für Genießer. Meine Wertung: 6 von 10 Punkten. Eine sichere Wahl für den Alltag, aber keine Geschmacksoffenbarung. Ganz anders sieht es auf Platz 6 aus: Rapunzel Kreta PGI. Auf Rapunzel handelt mit einer etwas boutiqueartigeren Seele als Alnatura. Sie sind bekannt für ihr Motto: Wir machen Bio aus Liebe. Rapunzel arbeitet direkt mit lokalen Erzeugern, insbesondere in der Region Kolymbari auf Kreta, zusammen. Sie werden oft im Zusammenhang mit fairem Handel, Fair Trade
und Nachhaltigkeitspreisen genannt. Das PGI-Etikett, das ist sehr entscheidend. Es trägt das Siegel geschützte geografische Angabe. Das bedeutet, dass die Herkunft des Öls gesetzlich garantiert ist. Es ist keine anonyme Mischung wie bei Bertolli oder Alnatura. Die Betonung von Kreta auf der Flasche ist echt. Sie versprechen das berühmte Aroma der Koroneiki-Oliven. Für einen Verbraucher, der Etiketten lesen kann, ist Rapunzel eine der Marken, die das Bio-Siegel am besten mit Inhalt füllen. Das hier ist ein echtes Olivenöl. Wenn man den Deckel öffnet, nimmt man diesen charakteristischen Geruch griechischer Oliven wahr, leicht würzig und grasig. Der Geschmack hat viel mehr Charakter als der von Alnatura. Er hinterlässt eine leichte Bitterkeit am Gaumen und ein mittelschweres Brennen im Rachen. Die goldgelbe Farbe und der volle Körper der kretischen Öle sind hier präsent. Es ist der Favorit der Gourmet-Bio-Käufer in Deutschland. Der Kommentar „Es macht den Unterschied im Salat" wird sehr oft gemacht. Der Preis ist höher als bei Supermarktölen, aber die Marke hat eine treue Fangemeinde. Die Aussage „eines der seltenen Supermarktöle, das wirklich nach Oliven riecht", ist unter den Verbrauchern weit verbreitet. Punktzahl 8 von 10. Wenn Sie ein Bioöl kaufen wollen, das auch nach Olivenöl schmeckt, ist dies eines der besten Produkte, die Sie in Deutschland im Supermarkt finden können. Platz 5 belegt ein echter Weltbürger, Filippo Berio. Unverzichtbar in den Regalen von Rewe, Edeka und Kaufland. Diese Marke, die es seit 1867 gibt, ist ein Riese, der die italienische Tradition in die ganze Welt exportiert. Filippo Berio gehört heute zum chinesischen Riesen Bright Food. Das bedeutet, die italienische Seele liegt nun in den Händen des globalen Kapitals. In einem Prozess, der 2015 in den USA eröffnet wurde, kam ans Licht, dass das Öl zum Großteil aus Tunesien und Spanien stammte und nur in Italien verpackt wurde, obwohl die Marke mit Imported from Italy warb. Diese Strategie des anonymen Öls im italienischen Gewand ist der größte Makel der Marke. Qualitätsschwankungen. Die Serienproduktion ist so gewaltig, dass eine Flasche fantastisch sein kann, während die nächste oxidiert, also alt, schmeckt. Das Flaschendesign ist sehr schick und hat ein nostalgisches Flair. Doch die Schriftzüge Since 1867 und Filippo Berio Signature auf dem Etikett sind reines Marketingspiel. Der Inhalt ist meistens ein qualitativ hochwertiges, aber dennoch ein Blend, auch ein Mischöl. Der Geschmack befindet sich in einer sicheren Zone, weder zu hart noch zu weich. Er enthält leicht fruchtige, etwas nussige Noten. Es fühlt sich jedoch nicht so charaktervoll wie ein Monini oder so frisch wie ein Rapunzel an. Es wurde mit industrieller Perfektion gefiltert, deshalb fließt es sehr geschmeidig über den Gaumen, aber es fehlt ihm an Seele. Die Deutschen sehen diese Marke meist als Geschenk oder als Öl für besondere Anlässe. Es gibt eine Gruppe, die sagt, der Geschmack passt zu allem. Doch der Preis ist in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass viele Kommentare nun lauten: Für diesen Preis kaufe ich lieber etwas Besseres in einem Boutique-Laden. Punktzahl 5 von 10. Es ist eine Stufe besser als Bertolli, bleibt aber ein Markenverkäufer. Kein schlechtes Öl, aber definitiv eine aufgeblasene Legende. Was kommt als nächstes? Wir sind am schönsten Teil der Liste angekommen. Ich persönlich liebe diesen Abschnitt sehr, denn hier sprechen nicht nur Produkte, sondern Ehrlichkeit und echte Qualität. Hier geht es um die menschliche Gesundheit, hier geht es um Respekt vor der Arbeit. In unserer vorherigen Serie über Geflügel aus dem Supermarkt haben wir bereits gemeinsam gesehen, wie lebenswichtig Tierwohl und Tierrechte sind. Falls Sie dieses Video noch nicht gesehen haben, können Sie jetzt auf den Link oben in der Infokarte klicken, um die Wahrheit zu erfahren. Kurz gesagt, das hier ist mein Lieblingsabschnitt, denn hier duftet es förmlich nach Qualität. Wenn auch Sie wie ich sagen, zuerst die Gesundheit, zuerst die Qualität, dann können Sie unseren Kampf für Ehrlichkeit unterstützen, indem Sie dieses Video jetzt liken. Jedes Like von Ihnen sorgt dafür, dass unsere Stimme gegen diese schmutzigen Giganten lauter wird. Auf Platz 4 stoßen wir in die Region vor, in der Olivenöl nicht mehr nur eine Zutat ist, sondern ein Statement. Gaea aus Kalamata.
In Deutschland findet man es nicht in jedem Supermarkt wie Edeka oder Rewe, aber wenn man es findet, ist die teuerste und schickste Flasche im Regal meistens Gaia. Es ist einer der weltweit größten Vertreter Griechenlands. Gaia ist eine der seltenen Marken, die eine industrielle, aber qualitativ hochwertige Produktion betreiben können. Anfang der 2010 Jahre wurde Gaia nicht wegen chemischer Analysen, sondern wegen der Mischungsverhältnisse in ihrer Marketingstrategie kritisiert. Doch in den letzten 5 bis 6 Jahren haben sie sich mit ihren Serien Planet Organic und Order Fresh völlig reingewaschen. Sie behaupten, die weltweit erste klimaneutrale Olivenölmarke zu sein. Dies ist ein Schachzug, der das Herz des deutschen, umweltbewussten Verbrauchers trifft. Auf ihren Etiketten stehen Begriffe wie handpicked, also handverlesen, und cold extracted, kalt in großen Buchstaben. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Supermarktölen gibt Gaia spezifische Olivensorten wie Kora-Itiki oder Koroneiki an. Die Realität ist, Gaia ist das am besten rückverfolgbare griechische Öl, das man im Supermarkt finden kann. Die Regionen auf der Flasche, wie Kalamata oder Sithia, sind echt. Ein wahres Fest für den Charakter. Sobald man den Deckel öffnet, erfüllt der Duft von frischem Thymian und Tomatenstielen den Raum. Der Geschmack ist sehr pungent, also scharf. Es hinterlässt ein Gefühl im hinteren Teil des Rachens, als hätte man schwarzen Pfeffer gegessen. Dies ist der klarste Beweis dafür, dass das Olivenöl frisch und reich an Polyphenolen ist. Die Deutschen nennen Gaia den sicheren Gourmet. Der Kommentar: Wenn ich für Gäste einen echten griechischen Salat mache, kaufe ich nur Gaia, ist sehr verbreitet. Der einzige Kritikpunkt ist der Preis. Dass es doppelt so teuer wie andere Supermarktöle verkauft wird, lässt die rationalen Deutschen manchmal nachdenken. Und in diesem Punkt haben sie recht. Deshalb Punktzahl 8,5 von 10. Der beste griechische Klassiker, den man im Supermarkt kaufen kann. Auf Platz 3 wird es stylisch. Wir sprechen über ein Projekt, das die Brücke zwischen der griechischen Sonne und der Berliner Food-Szene schlägt: Oberlin. OEL wurde von einem jungen, dynamischen Team mit Sitz in Berlin gegründet. Die Geschichte ist sehr attraktiv. Sie bringen Oliven, die sie in ihren eigenen Hainen in der griechischen Region Messenien ernten, nach Berlin und verkaufen sie in einem modernen Design. Es gibt keine großen Skandale. Im Gegenteil, sie haben ein Marketing-Imperium aufgebaut, das auf Transparenz basiert. Dass sie Kanister verwenden, ist nicht nur Design, sondern auch die beste Methode, um das Öl vor Licht zu schützen. Sie halten das Versprechen der Frühernte wirklich ein. Sie fangen den rohen und wilden Geschmack der im Oktober geernteten Oliven in der Flasche ein. Die Farbe ist unglaublich grün. Es fühlt sich an, als würde man eine Handvoll frisches Gras im Mund kauen. Die Bitterkeit steht im Vordergrund. Dieses Öl ist nicht zum Kochen gedacht, sondern als letzter Schliff für ein fertiges Gericht. Zum Beispiel über eine heiße Linsensuppe oder gegrillten Fisch. Es ist der Favorit der jungen, bewussten und designorientierten deutschen Zielgruppe. Kommentare wie „Sogar wie es in der Küche steht, ist ein Kunstwerk“ oder „Wenn ich es als Geschenk mitbringe, sind alle begeistert“ gibt es zuhauf. Obwohl der sehr starke Geschmack einige klassische Verbraucher stören mag, ist die Zahl derer, die sagen, das ist wahres Olivenöl, überwältigend. Punktzahl 9 von 10. Die Festung der modernen Olivenölproduktion in Deutschland. Wir erreichen die absolute Spitzenklasse. Auf Platz 2 steht ein Name, der in der deutschen Gourmetszene einen fast schon legendären Ruf genießt: Jordan Olivenöl. Die Marke schlägt mit ihren Wurzeln auf der Insel Lesbos eine Brücke zu den Gourmet-Restaurants in Deutschland. Jordan kehrt jedes Jahr mit Goldmedaillen von den prestigeträchtigsten Wettbewerben der Welt wie dem NUI-OOC zurück. Es ist eine Marke, die Anerkennung verdient. In den Küchen von Michelin-Sterne-Köchen in Deutschland kann man die Jordan-Kanister sehen. Das Marketing basiert vollständig auf Familie- und Boutiqueproduktion. Auf dem Etikett finden Sie sogar detaillierte Informationen wie die Erntezeit, die Presstechnik und wie das Wetter in jenem Jahr den Geschmack beeinflusst hat. Es hat einen sehr eleganten Geschmack. Es packt Sie nicht sofort am Rachen wie Gaia oder OEL. Zuerst hinterlässt es einen cremigen, weichen Geschmack am Gaumen,
gefolgt von einer langsam aufsteigenden Würze. Die fruchtigen Noten wie Mandel und Artischocke sind sehr klar. Es ist unverzichtbar für die Olivenölprofessoren in Deutschland. In Foren haben sie einen Slogan wie „Wer einmal Jordan trinkt, kann nicht mehr zum Supermarktöl zurückkehren. Der Preis ist hoch. Der Literpreis liegt im Bereich von 25 bis 30 Euro. Aber für deutsche Feinschmecker ist dieser Preis der Wert der Qualität. Punktzahl. 9,5 von 10. Übrigens, wenn du wissen willst, ob dein Rapsöl genauso belastet ist wie viele Olivenöle, dann schau dir unbedingt unser großes Rapsöl-Ranking an. Besuch einfach unseren Kanal oder klick jetzt direkt oben auf die Infokarte. Wir sind am Gipfel angekommen. Auf Platz 1 steht der unangefochtene Weltmeister, der Ferrari unter den Olivenölen, Castillo de Canena. Diese Marke spanischer Herkunft wird in den luxuriösesten Feinkostläden Deutschlands wie dem KaDeWe und in speziellen Online-Shops verkauft. Castillo de Canena hat in den letzten 10 Jahren den Titel als bestes Olivenöl der Welt an niemanden abgegeben. Es gibt keine Enthüllungen, nur Erfolge. Es ist eine Familienfestung, die seit 1780 produziert. Und das tatsächlich in einem Schloss. Sie haben Sonderserien wie First Day of Harvest, also den ersten Tag der Ernte. Diese Öle werden aus Oliven gewonnen, die in den ersten 24 Stunden geerntet und gepresst werden, wenn sie am frischesten und vitaminreichsten sind. Punktzahl 10 von 10. Der absolute Gipfel der Olivenölpyramide. Freunde, heute haben wir alles untersucht, von den 1-Euro-Ölen in deutschen Supermärkten bis hin zum flüssigen Gold aus Schlossproduktion für 50 Euro. Zusammenfassend, wenn Ihr Budget knapp ist, bleiben Sie bei Aldi oder Rewe beste Wahl. Wenn Sie Wert auf Bio legen, Rapunzel wird Sie mit seinem echten Geschmack überraschen. Wenn Sie ein Gastronomieliebhaber sind, Jordan oder Gaia sollten die Krönung Ihrer Küche sein. Und wenn Sie Skandale vermeiden wollen, halten Sie Abstand von Bertolli und den industriellen Giganten. Olivenöl ist kein Fett, es ist ein Fruchtsaft. Bleiben Sie frisch, bleiben Sie gesund. Vergessen Sie nicht, unsere Kanalseite zu besuchen. Dort finden Sie viele weitere Videos, die Ihr Interesse wecken könnten.